Dem Herrgott muss man danken, natürlich auch für Oberfranken. Bayern, Franken, da gibt es eine lange Geschichte zu. Ihr kennt die, ihr seid jetzt nicht so fränkisch vom Dialekt her oder könnt ihr auch anders? Du bist die? Jennifer, ich gehe davon aus, dass wir vom Dialekt her recht krass sind, weil egal wo wir hinkommen, jeder sagt, ihr seid ja wohl Franken. Wiedererkannt. Ja, so geht es uns immer. So, das ist dein Schatz. Das ist mein Ehemann. Ja, genau. Nächstes Jahr 30 Jahre. 30 Jahre alt? Nee, verheiratet. So, er sieht noch so jung aus. Ah ja, danke. Ich zeig das mal, er hat vorne. Das ist der Uwe. Ja. So, Uwe, du bist handwerklich ein bisschen begabt, kann man das sagen oder eher nicht? Ja, ein bisschen begabt kann man schon sagen, ja. Ja. Ihr lebt in diesem Auto, ihr habt alles verkauft? Wir haben alles verkauft, ja, und wir leben in diesem Auto. Wahnsinn, ihr habt den Traum wahrgemacht. Habt ihr lange darauf hingearbeitet? Nein, das kam plötzlich. Eigentlich war es so ein Plan mal für die Rente mit dem Wohnwagen. Wir haben so einen Luxuswohnwagen gekauft und war für die Rente der Plan gewesen, dann durch die Welt zu tingeln, wenn das Rentengeld dann mal da ist. Und irgendwie hat es die soziale Geschichte der letzten 2 Jahre möglich gemacht, zu sagen, nee, wir machen nicht mehr mit. Die soziale Geschichte, das heißt die Pandemie, oder? Das heißt, ihr wart ganz lange zusammen? Wir waren ganz lange zusammen, wie meinst du das? Zusammen an einem Ort, dauernd und immer? Ja, wir hatten Haus und Hof. Wir waren so richtig in dieser ganz normalen Menschenwelt mit Job, festen Job, 35 Stunden die Woche, festes Gehalt, großen Ami-Fuhrpark. Und was hast du gemacht? Ich war am Abteilungsleiter-Sekretariat bei Bosch und so. Stimmt, Franken ist ja Bosch, glaube ich. Ja, Bosch ist ja schafft 8000 Mitarbeiter. Ja. Jeder Zweite hat entweder einen Ferienjob oder schafft er fest. Ja, genau. Nach dem Arbeitsamt der größte Arbeitgeber in Bamberg, ja, genau. Das ist so, ja. Und du warst auch Angestellter? Ja, ich habe auch bei Bosch eben auch seit 26 Jahre als Teamleiter. Und ja, wie ich schon sagte, wir haben irgendwann aufgehört, da zu arbeiten und einen Traum zu verwirklichen hier. Ihr habt da so einen Plan wahrscheinlich, Excel-Tabelle, das heißt, ihr schreibt jeden Cent auf, den ihr ausgibt? Nein, überhaupt nicht. Leider nein. Nee, überhaupt nicht. Wir leben im Tag bis jetzt aktuell noch so rein, würde ich sagen. Ja, wir sind jetzt nicht so die großen Shopper. Ich habe so ein Shopaholic-Freak bin ich, so, was Lebensmittel angeht. Also das heißt, ich komme an keinen Hofladen vorbei, um wenigstens zwei Möhren gekauft zu haben. Ich zeige das mal gerade. Hier vorne ist frische Milch. Ja, genau. Ist sie denn auch direkt von der Kuh, die Milch? Ja, die ist direkt aus der Milchtankstelle. Die wartet jetzt auf ihr Umkippen heute in der Sonne, damit es dann spätestens morgen Quark gibt davon. Ach so, Absicht ist das? Ja, es ist Absicht, dass die in der Sonne steht, damit es die morgen Quark wird. Und die Sahne habe ich schon abgezogen, aber leider bin ich schon einen Tag spät gewesen. Die habe ich gestern schon geholt und für eine Nacht. Du bist vom Land eigentlich? Ja, vom Land eigentlich, ja, so Umland Bamberg halt. Okay, aber nicht so vom Hof, vom Bauernhof? Nee, leider nicht. Nee. Kühe, nix? Nee, meine Oma hat mal einen Bauernhof gekauft, aber der war dann schon leer, da gab es keine Viecher mehr. So, es geht ja um das Auto, das heißt, ihr seid eingezogen. Habt euch das nicht lange überlegt? Das war so eine spontane Entscheidung. Geld ist wahrscheinlich ganz, ganz wichtig bei so einer Geschichte, denn es ist ja nicht so praktisch rückwärts, dass ihr Solarenergie produziert und der Kontostand steigt, sondern ihr verbraucht Geld, oder? Ja, wir brauchen Geld jede Zeit. Den ganzen Tag brauchen wir Geld und kommt aktuell eigentlich gar nichts rein. Aktuell. Schlimm? Ja, für einen schlimmer, für den anderen nicht so. Aber wir arbeiten dran, dass da wieder was reinkommt. Weil das ist nämlich die interessante Geschichte. Das Auto werden wir uns auch mal angucken. Ich zeige mal gerade, das ist Leichtbau pur. Hat der unter 7,5 Tonnen? Ja, soll er haben, aber aktuell, ja. Was auch immer. So, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, denn er ist schön gebaut. Wir werden auch gleich mal kurz reingehen. Mich interessiert aber viel mehr, die Leiter ist noch nicht ganz fertig geworden. Die wird dann wahrscheinlich demnächst ersetzt, oder? Ja, das ist jetzt Uwe sein Plan noch. Die soll noch ein wenig umgebaut, noch ein wenig modifiziert werden. Und die Terrasse vorne muss wohl auch noch mal erneuert werden. Die trägt nicht ganz das, was sie tragen soll. Aber wir sind da momentan noch mit der Brainbox im Kontakt und da arbeiten wir noch die Dinge raus, die noch nicht ganz fertig sind. Da sind auch noch Leisten, fehlen noch ein paar Kleinigkeiten. Wir fahren mittlerweile so ein bisschen Probe, sage ich jetzt. Wir machen Probeweltreise, sind wir auf Probeweltreise und kommen immer wieder in die Werkstatt zurück, um noch die letzten Adjustifications zu regulieren. Ihr habt ein Haus gehabt? Oder? Wir hatten Haus und Hof, ja. Und am Fuhrpark so ganz normal, so wie das der normale Deutsche halt so hat. Und schön brav auf Arbeit gehen, 26 Jahre in die gleiche Firma, ins gleiche Büro laufen. Jeden Morgen? Jeden Morgen. Urlaub, wie viele Urlaubstage hattest du? Bosch war da großzügig mit 30 Tagen, ist Bosch das sehr großzügig und die Möglichkeit von Stunden aufzubauen, um sich den Urlaub zu verlängern. Du weißt, das Jahr hat 365 Tage? Ja. Und davon sind dann knapp 10% hast du bekommen als Urlaub?
Ja, sozusagen. Ja, wir haben das auch zwischendurch mal wirklich mal so durchgerechnet, wie viel eigentlich, ich habe es halt früher noch gesagt gehabt, so komisch, dass sich so viel Ehen trennen, weil eigentlich man hat ja so wenig Zeit zusammen eigentlich. Wenn man mal richtig auf Arbeit geht, dann hat man gerade mal seinen Urlaub gemeinsam. Manche machen selbst das noch getrennt. Also eigentlich, wieso gibt es so viele Scheidungen? Wenn du das ausrechnest, in der Woche hast du gerade mal 40 Stunden und davon schläfst dann auch noch ein paar. Ne? Also so. Was ist denn das gute Rezept für eine gute Ehe, wenn man 30 Jahre zusammen ist, Kinder hat und alles? Also wenn ich so meine Freunde so anschaue, warum die sich trennen, sage ich immer, Kompromiss wäre nicht schlecht, wenn man sagt, na jeder muss mal auf den anderen mal eingehen. Ja? Man muss ich habe halt nur einen Spruch und der heißt Happy Wife, Happy Life. Genau. Happy Wife, Happy Life. Genau. Solange die Frau schön glücklich ist, dann funktioniert es auch ganz lange. Du bist entsprechend berechnend. Na, Du bist ja gar nicht so blöd. Dankeschön. Ganz blöd bin ich nicht. Nee. Happy Life, Happy Wife. Genau. Nee, Happy Wife, Happy Life. Genau, Entschuldigung, ja. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Deswegen funktioniert auch meine Ehe so gut. Ja, weil wahrscheinlich, ja. Die hat nämlich gesagt, oh, ich brauche einen Crosstrainer. Kommst du mit mir den abholen? Der stand irgendwo in der Schwäbischen Alb, ja. Okay. Und dann haben wir uns einen Transporter gemietet. Habe ich gesagt, das war gerade die teuerste Abholung der Welt. Da hat sie nur gegrinst. Ja. So ist das, ja. Sportlich bist du unterwegs? Also so ein bisschen, so die 5 Minuten am Morgen. So jeden Morgen 5 Minuten sind so Pflichtprogramm, um nicht ganz zu veraltern und einzurosten. Ja. Aber du bist schlank, oder? Ja, Ja, auch. Ihr könnt wahrscheinlich essen, was ihr wollt, oder? Wir essen halt nur einmal am Tag, aber dafür schlichten wir halt rein was andere an 4 Mahlzeiten. Einmal am Tag. Ja, wir sind OMADs. Was seid ihr? OMADs, One Meal a Day. Wir leben die OMAD-Diet. Das heißt, wir essen einmal am Tag, also alle Seit wann? 20, 24 Stunden. Das machen wir jetzt seit 26. Januar 2016, haben wir das gestartet, uns vom Zucker zu verabschieden. Wir leben komplett zuckerfrei. Und die Milch? Die Milch hat nur natürlichen Zucker. Okay. Ja, ich esse auch nichts, was ich nicht wirklich in der Hand halten kann und sage, was ist das? So Pulver gibt es bei mir nicht, brauche ich nicht. Geil. Und das funktioniert einmal am Tag essen? Ja, wie du siehst. So ich sag mal so, er passt sich schnell an, der Körper. Dann. Das heißt, also so nach 3, 4, 5 Tagen ist sogar schon so, dann merkt man es kaum noch, oder? Ja, wir haben anfangs nur den Zucker umgestellt, dann irgendwann so auf die 16,8 gegangen. Dann haben wir gesagt, das ist uns einfach zu langweilig. Und dann sind wir auf die 10, 14 und dann war das zu langweilig. Und dann haben wir irgendwann auf 21,3 gemacht und dann auf Wenn du mir mal kurz erklärst, was das heißt. Das heißt, 23 Stunden nichts essen und 1 Stunde Zeit haben zum Essen und haben das dann advanced und sind jetzt bei dem Programm, dass wir sagen, naja, 20, 24, wie es gerade ausläuft, nichts essen und dann aber gemütlich 3 Gänge oder 4 Gänge speisen. Ist das so, du hast eine Stoppuhr und dann drückt sie drauf und dann geht's los? Oder? Ja, haben wir am Anfang so gemacht, aber mittlerweile gewöhnt man sich daran. Das ist ganz einfach, das ist gar nicht so schwer. Das Lustige dabei ist, man verliert Appetit. Also man verliert Hunger zu haben. Das passiert gar nicht mehr. Du hast keinen Hunger mehr, du isst nicht mehr aus Hunger, du isst nur noch aus Laune, weil es halt schön ist und weil es halt das Schöne an gemeinsam ist. Was gibt's heute? Warte mal, was gibt's denn heute? Ich bin heute noch nicht ganz so durch. Ich habe gestern ein Weißkraut eingelegt. Vielleicht gibt es das heute, vielleicht gibt es lieber Karotten. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken, was als erstes raus muss. Fleisch habt ihr auch? Fleisch essen wir ganz wenig. Wie gesagt, wir sind auch seit März 2020 in keinem Supermarkt mehr gewesen, kaufen nur auf Höfen ein. Und wenn es einmal vorkommt, dass gerade irgendwo auf einem Hof geschlachtet worden ist, gerade frisch, dass wir dann sagen, okay, dann nehme ich jetzt ein Stück mit, aber ansonsten gibt es bei uns selten Fleisch. Nudeln, Reis? Nudeln, Reis gar nicht, ist für die Diät ganz schlecht. Das ist ja für das Zucker, oder? Nee, das hat nichts mit Zucker zu tun, das sind die falschen Kohlenhydrate, die sich dann einfach auf den falschen Speckzonen speichern und da sind wir jetzt. Wir haben eigentlich nichts Verarbeitetes, außer Kaffee. So wie es wächst, oder? Genau. Wir backen unser Brot auch selbst. Bei uns gibt es eigentlich nur den Kaffee, der fremd ist und was ist das zweite? Öl, der verarbeitet. Ja, Olivenöl kommt aus Griechenland, aber die Familie kennen wir, die uns den liefert. Sag mal, du könntest doch auch ganz alleine leben, so patent wie du bist, ja. Du weißt alles, kannst alles bauen. Was hat der Mann denn noch für eine Aufgabe? Ich kann den LKW nicht fahren, das heißt, ich kann schon, aber ich bin da nicht so mutig wie er. Ich brauche jemanden, der das Fahrzeug fährt. Er hat mich nämlich eben schon vorgewarnt. Er hat nämlich eben gesagt, es ist meine Frau, die wird dir das ganze Auto erklären. Das ist so. Komm mal gerade mit. Wir zeigen es mal gerade, wenn wir mal gerade hier auf die linke Seite mal kommen, dann können wir es mal sehen. Es ist ein Alkoven, man schläft aber nicht oben, oder? Richtig, ja. Wir haben den Alkoven genutzt. Das war so ein Tipp noch in der letzten Minute noch von einem Bekannten, der mit uns das ausgebaut hat. Und der sagt dann so, ja, ihr könnt doch den Alkoven so als Storage nutzen, da wir ja eigentlich nicht viel Storage-Platz haben wir gesagt, müssen wir ja irgendwo Storage-Platz herkriegen. Und ich habe mir immer gewünscht, wie diese Vanner auch so Medizinauszüge zu haben. Und habe dann gesagt, Mensch, cool, dafür ist der Alkoven gut brauchbar. Es sieht aus wie ein 814er, oder? Ich finde, der schaut aus wie ein Comic. Nein, ist ein 917er. Ein 917er. Ja.
So, ich habe ja keine Ahnung, aber ich habe jetzt mal wild geraten. Die 9 steht für 9 Tonnen. 9 Tonnen. Und Und 17? Für 170 PS. Okay, siehst du, jetzt habe ich wieder was gelernt. Habt ihr die selbst gebaut, die Kabine? Die Kabine hat Brainbox gebaut und wir haben sie zusammen mit einem Schreiner quasi ausgebaut. Den Wasser und Strom hat Uwe alles gemacht, die Solar hat Uwe gemacht und den Design von dem Innen her haben wir mit dem wo wir die Box ausgebaut haben, der hat uns da ein bisschen kurze Tipps gegeben und den Rest haben wir dann selbst noch wegen Design und der Schreiner hat dann die ganze Holzarbeit gemacht. Also die Holzarbeit ist vom Schreiner. So, ihr hattet das Glück, im Jahr 2013 habt ihr 4.000 Bitcoin gekauft für 9 Euro und habt die direkt in den Ledger gelegt, oder? Ja, schön wäre es, ja. Nee, leider nicht. Wir haben das Haus verkauft Genau. und haben dann dafür jetzt einen LKW gebaut. Der Preis ist ungefähr der gleiche. Das ist geil. So, komm mal mit. Der ist jetzt fernreisetauglich. Ist das ein Allrad? Das ist ein Allrad, ja. Permanent Allrad mit 2 Sperren, ja. Permanenter Allrad mit 2 Sperren. Das heißt, der nimmt sich gute 17, 20 Liter? 20 Liter so ungefähr. Wir haben es noch nicht ausgerechnet, weil es ist relativ, ich kann es eh nicht ändern. Also von daher. Sag mal, ist die Fahrweise doch wesentlich, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, wir halten uns so bei die 80 Stundenkilometer. Ja, wir haben es ja nicht eilig. Also wir müssen nicht wieder am Montag wieder auf die Arbeit. Von daher haben wir jetzt schön Zeit. So, ich kann schon ein paar Sachen sehen. Ihr habt eine Truma Gasheizung. Richtig. Die ist hier drin, eine Truma 4. C4, ja, genau. Und dann Tankvolumen, was habt ihr? 350? Genau, 350 Liter. Das hier sieht aus wie GFK, die Wand, oder? Die ist GFK, Die richtig, GFK, ja. So, Sicht GFK, das heißt, also hier kann erstmal nicht so viel passieren, oder? Nee, eigentlich normalerweise nicht, nee. Sollte eigentlich funktionieren, ja. Wir haben jetzt noch keinen Winter erlebt, aber der Sommer funktioniert ganz gut. Gut, den gibt es ja eh nicht. Das heißt, seid ihr eher so südliche Typen oder muss es dann tief in die Arktis? Also wir sind die bisher immer Skandinavien aufgesucht haben, weil so den richtigen heißen Sommer ist nicht so unsere Sache. Und für dieses Jahr haben wir uns gedacht gehabt, für das Leben jetzt, wir wollen keinen Winter erstmal wieder. Wir haben vorletztes Jahr den Winter in Schweden gemacht. Ja, und 5 jetzt Wochen haben wir lang. gesagt, jetzt machen wir den Winter mal irgendwo, wo es nicht so kalt wird. Genau. Ihr habt ein Jahr schon probiert in Amerika, ihr wart das, ihr beide. Ja, wir haben ein Jahr Amerika, also unser Plan war Amerika auszuwandern, das ist aber jetzt auch schon, Da waren wir 2021. ich wollte gerade sagen, das ist ist ja schon schon ein paar Jahre 30 her. Jahre her. Ja. Und ja, das hat nicht so ganz gut geklappt. Vielleicht machen wir es ja jetzt wieder. Vielleicht setzen wir irgendwann über, das wäre so ein Plan. Ich habe noch Schwestern drüben und da würde ich ganz gerne ihn mitnehmen und dann vielleicht in Amerika gegen einen Earthroomer tauschen. Ich würde mal gerne so ein ganz blödes Startfoto machen. Kann man das machen mit euch beiden? Ja, Dass ihr euch mal gerade davor stellt, Ja, einfach mal so tut, als ob ihr euch lieb habt. wir müssen dafür nicht Und dann, tun. genau, das kann man so machen. Aber jetzt macht mir mal einen Gefallen, man sieht euch so schlecht, wenn ihr euch mal in die Hand nehmt und die Hände so ausstreckt. Dass man das mal sieht, genau. Genau, das ist klasse. Genau, und deine Hand mal auch raus. Sehr schön, das war's. Dankeschön. Ha, ich stelle mir dieses Bild auch schon göttlich vor. Hier ist ein Gastank. Ja, wir haben 2 davon, einen Ja. links, einen rechts. Das ist wesentlich, oder? Das heißt, wenn du unterwegs bist in Europa, du hast so Gasadapter? ja, Genau. Das ist auf jeden Fall wichtig. Komplettes Set, ja. Obwohl wir jetzt aktuell ja alles mit Strom fast machen. Also wir haben so viel Strom. Ihr habt Strom wegen Solar, oder? Ja. Wir haben 1400 Watt auf dem Dach, von daher ist es aktuell. 1,4 kW. Das heißt, es kommen jetzt im Moment auch fast 1 kW an, oder? Ja. Also Ein wir kW haben Strom. Wenn es da nicht funktioniert, dann haben wir noch Booster drin. Ja, ich habe gesagt, Der während der Fahrt noch laden dort und das klappt aktuell wunderbar. ich gehe nur mit, wenn meine Küchenmaschine mitgehen darf. Du hast eine Nein, hat sie nicht. Ich habe eine Küchenmaschine. vom Aldi. Nein. Ich habe eine echte Kenwood, die selbst ihr Mehl, die Mehl selbst machen kann und die braucht halt Strom. Und ich habe gesagt, ich gehe nur mit, wenn die mit darf. Also meine Frau hat eine Bosch gekauft, weil ihr diese andere nicht stark genug war. Ja. Die Ja. Bosch war die irgendwie die stärkste. Und jetzt Ja. ist aber schwer, hat jetzt so einen Kurs besucht von einer Nachbarin, die das andere Zeugs verkauft. Ihr kennt das, dieses Dieses, ganz Schlimme mit dem Display. Ja, genau. So, wir wollen keinen Namen nennen. ja. Thermomix. So, jetzt guck ich mal gerade. Wollen wir jetzt Werbung für die falschen Produkte machen? Ja, du, ist auf jeden Fall besser, wenn du das Zeug selber reinkippst. Du hast gesehen, was drin ist. Ja, so schaut's aus, ja. Und es gibt ja viele, die wollen nicht machen. Er ist sehr kurz, dadurch kommt er überall durch, oder? Ja, er ist sehr kurz und klein gehalten und ich sag ja so für mich so ein Comic. Ist das nicht sensationell, oder? Auf jeden Fall, also das ist Wahnsinn. Und die so nah zu mir sehen, ist eigentlich fantastisch. Überleg grad, wenn ihr jetzt doch zu uns kommt. Guck mal, die haben alle was im Krieg. Der kann aber fliegen, oder? Nicht schlecht. Guck mal, der hat ja bloß 2 Rädchen. Wie steht denn der? Der hängt an der Luft.
Ja, aber Ja, wir sind nämlich in Friedrichshafen. Southside, Adventure Southside heißt die Messe. Ihr seid schon jetzt das erste Mal hier, oder? Ja. Nee, wir sind jetzt zum ersten Mal, aber zum ersten Mal auf dem Camp. Okay. Das heißt, ihr wart gucken, habt euch informiert, was kann man einbauen und so? Genau. Und jetzt advancen wir das Ganze einfach. Ja, ihr macht was? Wir advancen das Ganze, Ihr wir advanced vertiefen die Geschichte jetzt. Warte, ich muss mal gerade meinen Weitwinkel wieder zurücknehmen, damit ich euch sehe. Komm, wir gehen mal kurz hier rum. Dann wird ein bisschen ruhiger. Schäkel habt ihr hier dran, für alle Fälle, oder waren die schon dran? Die waren schon dran, nur von der Feuerwehr, ja. Von der Feuerwehr. Es war ein Feuerwehrauto. Es war ein Feuerwehrauto, ja. Die habt ihr. Da haben wir ausgebaut. Der hat mit uns ausgebaut. Genau. Wer hat den gefunden, das Fahrzeug? Wart ihr es selber oder habt ihr den finden lassen? Das Fahrzeug haben wir über eBay Kleinanzeigen gefunden. Genau. Und das war hier in Ulm sogar, beim Baumann Unimog. Und es war bezahlbar. Es war Ja, bezahlbar. Ja. Ja, hat, man kann es ja sagen, 25.000 Euro gekostet. Also Zustand? Der war 1A. tipptopp, also der hatte Feuerwehr halt. Ja. Feuerwehr Genau, halt halt. gepflegt halt, ja. perfekt. Nur ein bisschen nachpinseln, mehr hat er gar nicht gehabt. So, jetzt gucke ich mal gerade hier hinten rein. Da habt ihr sie eben schon angekündigt. Ihr habt witzigerweise die Beschriftung nicht auf Portugiesisch wie meine, sondern oder Chinesisch, Japanisch, keine Ahnung. Ich glaube, die kam direkt aus Korea, meine. Ist sie gut? Die ist wunderbar, wunderbar. Das Einzige ist halt der Mango, die Größe mit 3,5 Liter, was man reinfassen kann. 3 Kilo, Entschuldigung. Aber ansonsten perfekt. Man ist unabhängig, wunderbar. Ich muss euch mal ein Video zeigen, das wird nächste Woche veröffentlicht. Da hat jemand ein patentiertes System für Euroboxen entwickelt, mit dem du Tische und Möbel bauen kannst unterwegs. Also muss ich mir anschauen, ja. Ovomo heißt das. Ah, okay. Da Darf bin ich, ich noch am überlegen, wie ich es mache. Da bin ich noch nicht ganz sicher. Deswegen. es kostet pro Einheit, ich glaube, 55 Euro. Okay. Ist gefräst aus einem Stück. Man kann es nicht selber machen für das Geld. Und ich habe das Video gebaut, du musst es gucken. Den mache ich Der auf jeden Typ Fall. ist total crazy und ich habe ihn besucht. Ovomo heißt das. Ich habe es leider nicht dabei und ihr müsst gucken, ihr könnt euch ein Bett bauen, ihr könnt euch Möbel bauen, ihr könnt euch hier eine Küche bauen außen. Das Ganze dauert ungefähr 2 Minuten, steht wie eine 1. Nur aus Euroboxen und diesen Teilen oben drauf. Ja. Okay, das ist interessant, ja. Ja, ist interessant. Mal anschauen. Werden wir machen. So, ich guck mal gerade, was steht hier? Wie, was steht hier? Was ist das hier? Ein Tisch? Das sind die Stelzen. Ja, das ist der Tisch hier. Das ist der Tisch, okay. Ja, das sind die Stelzen, weil das ist ja eine abnehmbare Box. Die kann man abnehmen. Die kannst du abnehmen. Ja. Das ist Ladung. Das ist Ladung, ja. Das ist kein Wohnmobil. Kein Wohnmobil, ja. Das ist Ladung. Das war uns ganz wichtig, weil der Aufbau vorne muss ja nach vorne kippen, wenn ich an den Motor möchte. Ach so, und das geht noch. Nee, es geht jetzt aktuell nicht. Wenn ich hätte im Alkoven geht es nicht. Es geht nur, weil ich den Aufbau runter mache. Und der geht wie runter? Kurbeln, oder? Genau, ich mache die Stützen hierher, verankere es hier, alle 4 und dann hebe ich ihn hoch und dann fahre ich vorne raus. Okay, das heißt, du könntest auch mal eine Tour machen? Rein theoretisch, ja. Machst aber nicht. Nee, überhaupt nicht. Sag mal, der ist hier angeschlossen. Ihr habt ihn natürlich auch behandelt, unter Bodenschutz und alles? Nee, nur noch ausgebessert im Prinzip, nur noch verschönert. Das war von der Feuerwehr tipptopp, da war nichts zu machen im Großen und Ganzen. Das war kein typisches Löschfahrzeug mit Wasser, also kein Rost, sondern das war ein Aggregat drauf, die haben Strom erzeugt und von daher war der eigentlich super. Und der Tank, der ist auch neu? Der ist leider neu, weil der hat nur so einen kleinen 70-Liter-Tank hinten dran, den mussten wir neu machen, ja. Ganz Und der hat jetzt wie viel? 300. 300. Das heißt, du kannst in das Land deine Begierde fahren, voll tanken und viel Geld sparen. Ja. Zurzeit Deutschland übrigens. Ja, genau, so schaut's aus. Nee, es ist ohne Witz. Die Franzosen, also ich wohne direkt an der Grenze, Schlangen über Schlangen, fahren von Frankreich nach Deutschland zum Tanken. Tanktourismus Deutschland. Ach du meine Güte. Ja, Ja. da kostet irgendwie der Liter Diesel 2,20 und Okay. hier irgendwie 1,90 und 1,90 heute. 1,90. Ja, total. Dürfen wir mal reingehen? Ja, gerne. So, dann geh du mal vor bitte, dass ich das... Ach so, an der Seite. Verstehe. Ja, das ist noch ein Provisorium, das wird noch umgebaut. Genau, wenn du mal gerade mal hältst bei mir, weil ich bin ein bisschen schwerer, nicht, Ja, dass es kein wegkippt. Problem. Logisch. Ich habe ganz großen Respekt vor Leitern. Ja, das sollten wir auch haben. Ja, jetzt komme ich mal hier hoch. Wow! Sag mal, ich glaube das ja immer noch nicht, dass ihr euch entschlossen habt, ins Reisemobil zu ziehen. Ihr seid doch viel zu jung dafür. Naja, ich sage immer, es ist doch schön, wenn man im Leben mehrere Abschnitte leben kann. Und das ist halt jetzt für uns der 3. Abschnitt, den wir zusammenleben. Das heißt, Abschnitt 1, ja, wart ihr jung und... Das Auswandern nach Amerika versucht, ja. Abschnitt 2 war zurückkommen, unser eigenes kleines Imperium aufzubauen, alles zu besitzen, was man so hat. Und ich muss sagen, denke ich, wir haben aus dem Nichts wieder viel gemacht und jetzt haben wir halt aus dem viel was anderes gemacht.
So, jetzt gibt es wieder viele Leute, die werden dann behaupten, naja, wenn das hier jetzt abbrennt, dann habt ihr nichts mehr. So schaut's aus. Ja, Aber so. es ist ja versichert, ja. Ist versichert. So, da ist das Bett, ihr habt euch lieb. Ja, Langt das von der Bettgröße? Ja. Ja, ja. Dafür leben wir ja Diät und schlank. Und So, ihr seid aber niemand, der sich irgendwie 10.000 Mal dreht am Abend, oder? also ich definitiv gar nicht. Ich lege mich abends hin und so liege ich früh noch. Und da hat Uwe die Möglichkeit zu drehen, so viel er will. So, hier vorne sieht man es, Eiche. Ja. Warum Eiche? Weil sie schön ist, Das haben wir uns robust ist. geguckt, Ja, aber gebaut haben. Der hat ja auch Eiche und das ist uns Genau. gut gefallen. Das mag sagen, aber man, gut, der hatte eine noch schönere Eiche als wir. ja, So, was ist das für ein Kühlschrank? Das ist unser Kühlschrank- und Gefrierschrank-Kombi. Ist das ein normaler oder ist das ein Das 12 ist Volt? ein umgebauter normaler Kühlschrank. der hat auf 24 Volt umgebaut. Auf 24 Volt. Das heißt, Auto steht komplett auf 24. Genau, komplett auf 24. Darf ich auch rausgucken auf das Dach mit dem Solar? Ja, gerne. Das ist ein Hartglas oder? Ja, das ist outbound, ja. Boah, habt ihr richtig viel Geld investiert, oder? Ja, in die, eigentlich schon, ja. in die Fenster? Ja, die Fenster jetzt nicht. Das Dach war mir wichtig. Die Fenster sind leider ganz normale Campingfenster von Dachfenster Sites. hat halt schon seinen Preis gehabt, ja. Ja, aber uns ging es ums Gewicht und die sind doch ziemlich schwer. Und ihr habt das, was ich zu Hause habe. Guck mal hier. Ihr habt eine Bayernluft drin. genau. Ja, auch Ja. die kam, glaube ich, über dich. Die kam über mich? Nee. Ja, ich glaube, das war ein Video von ihm auch gewesen. Das könnte Nein, ich sein. habe das ja gezeigt. Die sind Ja. bei Bimobil sind die ja drin. Ja, Und das habt genau, ihr da haben wir gesehen. Ja, das kann Genau. sein. das Ja. Bimobil-Video gesehen. Ich muss wirklich Werbung machen für Bayernluft, weil die hängt bei mir im Wohnzimmer ein bisschen zu groß, muss ich sagen. Aber hier im Reisemobil, im Moment merkt ihr es noch nicht, weil du hast jetzt alle Luken offen. Aber wart mal ab im Winter, wenn du hier mal irgendwie was drin hast, Wäsche und trocknest und tust, Ja. du brauchst nie wieder Fenster öffnen. Okay. Ja, wir merken es aber in dem Wetter nicht so gut, ist, dass man die Dachluke aufmachen kann und dann ist sie so programmiert, wenn man einer drauf drückt, geht sie eine Stunde lang volle Pulle und dann nimmt er alles mit. Also das funktioniert schon gut. Und das merkst du auch? Ja, ja. Wenn Ja, genau. die Luke nicht offen ist, die Dachluke, dann merkt man schon gewaltig, ja. Die funktioniert also sehr Ja, gut. wir hatten auch im Haus eine Lüftungsanlage und haben gesagt, das ist das, was wir im Haus am meisten vermissen würden. Und dann haben wir da eine Sendung gesehen und haben gesagt, hey, wir kriegen das auch ins Wohnmobil. Ja. Ist ja nicht ganz billig, aber es ist gut. Ja. Also der Vorteil ist, dass mit dem, du musst nichts öffnen, du kannst alles zulassen. Guck mir hier vorne, da kann aber einer Möbel bauen, oder? Ja, also unser Schreiner war echt gut gewesen. Ja. Ach so, ein Schreiner, Valentin okay. kann man echt empfehlen. Er hat es echt alles gut gemacht. Aufzüge Und wir haben dann hier so... Vollaufzüge. Boah, ist das Hat genial. er sich noch einfallen lassen für unsere Teller. Wenn du mal so einen Teller rausziehst, mach mal bitte. Ja. Ach, da ist so eine kleine, und die drückt auch noch dagegen. Ja, genau, damit es die nicht rausfallen unter der Fahrt. Und das hat er sich echt schön einfallen lassen. Tolle Sache. So, ihr seid zu zweit, wie man sieht. 2 Teller, 2 Schüsseln. Man braucht alles nur Ja, zweimal. ich hatte anfangs habe ich eingeräumt, hatte 14 Tassen dabei und dann sage ich, oh Gott, und das Gewicht. Und dann kam einer vorbei und sagt, du brauchst doch keine 14 Tassen, ich sage nur zu zweit. Ja. Ja, aber was ist, wenn ich jemanden einladen will? Na, sagt er, im Campermilieu bringt man 6 Schirm mit. Ich sag, na, ich bin gespannt. Ihr müsst in meinen Car bekommen. Meine Frau hat mir nämlich eine Eurobox gepackt und da ist drin, also ich habe den Luxus, zweimal das Besteck zu haben. Also ich habe Ja. 2 Messer, 2 Löffel, 2 kleine Löffel, Ja, auch viel. eine Tasse. Warte, ich zeig's mal gerade. Das ist Haferflocken. Ja. Haferflocken, Buchweizenflocken, mein Vorratsschrank. Und Was denkst du ungefähr, wie viel ist Geld, wie viel Geld wirst du ausgeben im Monat, wenn du schön leben möchtest? Also so für wie du Lebensmittel jetzt? Lebensmittel fahren, Reisen, Also alles. ich habe jetzt, wenn ich so Buch führe, über die Ausgaben, die ich so habe, brauche, wenn du meinst jetzt Sprit und wenn du jetzt alles insgesamt meinst, liegen wir inklusive Krankenversicherung und was haben wir so, 2000. so bei 16. 1600. Ja, Okay. zu zweit. Das ist doch fair, oder? Ich denke auch, ja, das ist total fair, das ist machbar. Also. Ist das jetzt, ich meine, ihr habt jetzt gestoppt, ihr habt noch keinen Rentenanspruch, nehme ich an, oder? Nein, leider nicht. Noch nicht. Und Ach, der kommt aber dann. Das heißt, ihr zahlt jetzt freiwillig ein weiter, oder? Ja, wir zahlen jetzt in die Die Rentenversicherung zahlen wir nicht ein. für Rentenversicherung zahlen wir nichts mehr ein. Wir zahlen nur die Krankenkasse, weil die ja eine freiwillige Pflicht ist. Das ist ja schade in Deutschland, wo die Rente doch so hoch werden soll. Ja. auf jeden Fall. Ja, wir haben uns da immer so drauf verlassen. Und dann habe ich gesagt, mein Gott, und jetzt die arme Rente, oh Jemini. Und ja, Egal. wir haben gesagt, naja gut, was soll's. Dann So, und zeig mal, da vorne sind Kürbiskerne. Was ich toll finde, sind die Illy-Blend-Teile, Ja. denn die habe ich auch. Da ist jetzt wahrscheinlich kein Kaffee mehr drin, aber die sind wunderschön für Sachen. Ne? ja, genau, da ist ja jetzt drin, was draufsteht. Wir haben uns irgendwann von dem Plastikhersteller verabschiedet und haben gesagt, komm, wir machen das jetzt anders. Und haben dann, und da wir sowieso Kaffee-Fans sind, haben wir gesagt, die Illy-Dosen sind genial. Da kannst du alles drin storen, die bleiben schön zu.
Sehr schön. Wir müssen einen Cut machen. Ganz kurz, die Kamera ist heiß. Bis gleich, bleib dran. Du bist die? Jennifer. Jennifer. Ich habe immer einen anderen Namen, den sage ich jetzt nicht. Aber die Leute hassen mich dafür, dass ich mir nie einen Namen merken kann. Ja. Die sagen immer, schreib sie doch auf. Und dann habe ich gesagt, das ist ja auch der Running Gag wie der Kühlschrank. Bis gleich. Ja, genau. Jennifer und Uwe, Teil 2, Hafer. Da gibt es ja auch die, sag mal, tollsten Dinge über Ernährung. Und ihr habt diesen Weg einmal am Tag essen beschlossen. Wie seid ihr darauf gekommen? Ja, das hat sich mal irgendwann so aus YouTube-Videos ergeben. Genau, die Tochter hat so ein YouTube-Video geguckt und mit zuckerfrei und dann hat sie das irgendwie, ja, wir leben so gern Challenges. Und von einem Challenge zum nächsten, das erste Challenge war Zucker weg, das zweite Challenge war sich vom Leberkäse als Franke zu verabschieden, die dritte Challenge war dann das Brot selber backen und dann irgendwann war es so, ach komm, jetzt machen alle dieses 16:8, das wollen wir doch auch mal ausprobieren und dann haben wir das ausprobiert und haben gemerkt, das ist für uns zu langweilig und haben das Ganze dann gestretcht und haben dann gesagt, wir wollen auch nur noch zu zweit essen und wenn er jetzt Spätschicht hatte, dann haben wir gesagt, dann essen wir gar nicht mehr und haben dann mal 4 Tage am Stück gar nicht mehr gegessen und ja, und haben dann gesagt, naja, für so einen Urlaub war das immer recht praktisch gewesen, wo man sagt, ja, da musst du nicht anhalten, musst du nicht suchen, wo du mittags essen gehst, dann isst man halt später. Und so hat sich das immer ergeben, dann hast du ganz viel Zeit gespart. Wir haben anfangs gemerkt, wie viel Zeit man sich da spart damit. Das stimmt, ja, du musst nur einmal am Tag essen. Ich habe heute Morgen einmal am Tag spülen. einmal am Tag spülen. Warte mal, das Gas habe ich angemacht. Da vorne ist der Herd, der Tedford. Gehen wir noch mal ganz kurz noch mal zum Thema Ernährung. Da oben sind die Tassen drin. Ihr seid Kaffeefans. Da brauchst du aber keine Riegel. Die hebst du einfach nur hoch, nehme ich an, oder? Ja. Durch die Schwerkraft können die nicht rausfallen. Ja. Nee. Okay. So, was ist ein Emmer? Emmer ist ein Korn, ein altes Urkorn. Das ist ein Getreidekorn. Ich nenne es immer mein Brotkorn, weil es einfach ein herbes Korn ist. Kannst aber auch ins Müsli geben, aber es ist ein herbes Getreidekorn. Ich darf mal aufmachen hier? Ja. Also hier sind so Züge. Oh ja, da ist ein Schrank drin. Ich halte mal weit weg, da ist ein Brief von euch. Was ist hier drin? Oh, alles Mögliche, das ist alles so Frauensache. Wir können ja eigentlich die Vorräte noch ein bisschen. Ja, was ist das noch habe drin? Ich aus dem Kofferraum jetzt mal in die Richtung gebracht, weil es nur noch Reste sind und die werden nachher noch mal Gläser wieder auffüllen kann. So, und das ist die Kenwood. Und das ist meine Kenwood, ja. Sag mal, das was jetzt da drin ist das jetzt auch Nahrung oder ist das Trinken? Das, was da drin ist, ist die abgezogene Sahne von der Milch, die du draußen schon gefilmt hast. Und die hätte eigentlich Butter werden sollen, aber durch das die von gestern Nacht schon ist und das momentan zu warm ist, ist die schon umgekippt und ist jetzt sauer. Und jetzt wird sie halt Sauerrahm. Also ist nicht so, dass man die wegschmeißt, dann kann man trotzdem in den Kühlschrank stellen. Die wird auch fest, so wie Schmand. Und dann kann man sie wieder weiterverarbeiten. Oh, was du alles weißt. Hier wird alles bis zum letzten Halm verarbeitet bei dir, oder? Ja. Die Ballaststoffe wichtig, oder? Ah ja, ich finde, der Körper braucht schon halt so seine Ballaststoffe, seine Vitaminen, die er so. Und ich denke, wenn man sich ordnungsgemäß ernährt, nicht mehr nur aus Fertignahrung, dann denke ich, kann man sich die schon einholen. Dinkel, Vollkorn, Mehl. Ja, das habe ich vorhin in einem Hofladen mitgenommen. Und weil es ist immer schön, wenn du ein gutes Mehl an Bord hast. Dann kannst du dir mal schnell Frühstücksbrötchen basteln, mal einen Pizzateig und ich sage immer so, zum Happy Life gehört noch eine Pizza und ein Burger. Die kann da noch hin. Frühstücksbrötchen ist nur symbolisch, weil wir frühstücken ja nicht. Ja, wir essen die ja abends. Wir essen unser Frühstück ja abends als einen dritten Gang oder so ähnlich. Genau. Ihr frühstückt nicht. Also ich trinke ja Shakes, also während ich arbeite 3 Shakes am Tag. Nee, wir trinken 3-mal Espresso am Tag. 3-mal Espresso, ja, ich trinke 10-mal Espresso am Tag. Ich habe nie den Blutdruck. Gut, es geht aber nicht um mich, es geht ja um diesen tollen Tedford-Herd. Das ist, glaube ich, der einzige mit Ober- und Unterhitze noch, den es irgendwie gibt, oder? Der jetzt mit Ober- und Unterhitze, ja, und der hat einen Grill dabei. Darf ich hier mal sehen, den Grill? Na klar. Der hat 2 Grills. Nee, der hat hier mal den Grill. Das ist der Grill? Okay. Ja. Das andere ist der Ofen. Das ist der Backofen. Und das andere ist der Backofen, ja. Du, ich habe ja keine Ahnung. Ich habe auch nicht so eine Küchenmaschine wie du, muss ich sagen. Ja, die muss ja jetzt nicht jeder haben. Die meisten haben ja dieses Markenwarenteil, dieses teure. Und mit Computer. So was brauchst du nicht. Das heißt, die wiegt nicht, oder? Wer, die Küchenmaschine? Ja, die Küchenmaschine, die Kenwood. Nö, die wiegt gar nichts, nur 18,9 Kilo. Die hebe ich jeden Tag. Nein, wiegen, das, was du reinmachst, wird nicht gewogen. Nein, das kann die noch nicht. Das kann die noch nicht. Die Nachfolgerin kann das wohl. Die Nachfolgerin hat auch einen Standby-Button, das hat die nicht. So, und das ist euer Spülbecken / Zähneputzen auch? Ja, das ist unser komplettes Bad und Küche. So, ist ja Frevel. Also man macht ja normal im Spülbecken kein Zähneputzen. Ja, das ist richtig und ich wollte das auch nicht. Ich wollte auch ein Spülbecken haben im Badezimmer. Der Platz hat es dann nicht mehr erlaubt. Und so haben wir gesagt, ja, dann sparen wir das halt. Und es klappt aber auch ganz gut, muss sagen. Ich bin überrascht, dass ich das doch nicht so schlimm finde. Du hast eine kleine Arbeitsplattenerweiterung, zeig mal. Ja, ich habe links und rechts Arbeitsplattenerweiterung. Da kann ich dann meine, da ich ja ein Küchen-Total-Fan bin. Und dann kann ich die nochmal zum U basteln. Ach, da hast du eine Rundküche. Ja, damit es nicht langweilig wird hier, ne? Damit ich auch was
Ich muss halt dann immer drauf achten, dass ich die beiden Schubber dann schon mal raus habe, was ich brauche. Das ist interessant, das war übrigens ein fränkischer Begriff, Schober, weil meine Schwiegereltern kommen ja aus Lichtenfels. Das ist unter... Das ist ja Unterfranken. Unterfranken, Ja. ja. Nein, Oberfranken. Oberfranken. Oberfranken? Okay. Lichtenfels, Oberfranken. Die Tochter ist in Lichtenfels geboren. Ja, die ist Oberfranken. So, das ist deine Küche. Was ist hier unten drin? Ja, da habe ich jetzt alles versteckt, was ich dir nicht zeigen wollte. Ah, ja. Da ist die Osmoseanlage drin. Die Osmose, ihr habt eine Osmose. Normalerweise und zum, Ja, Rei- links. und zum Fahren steht die Küchenmaschine drin. Da ist die drin. Okay, verstanden. Das heißt, ihr könnt das Wasser aus dem Schutzwassertank trinken. Ja, rein theoretisch machen wir nicht. Wir haben nur sauberes Wasser rein, weil der Filter hält ja nicht so lang. Okay. Wir trinken ja nur Osmosewasser zum Beispiel. Aber im Notfall ging's. Im Notfall ging es auf jeden Fall, ja. Wüste, alles kaputt. Ihr könnt, Ja, würde funktionieren, ohne Probleme, ja. ihr könnt all das nochmal recyceln, könnt praktisch ewig leben. Naja, das nicht, aber ja. Also wir können auf jeden Fall, wie sagst du mal, aus jeder Pfütze nochmal Trinkwasser Ja, machen. bestimmt, ja. Im groben Notfall. Mach mal zu, bitte, dass ich das mal gerade sehe. Denn ich liebe schon jetzt euren Tisch. Heißt, ja, Ja, den Laguntisch. der Laguntisch, denn der lässt sich in... Küche erweitern. Ist er offen? Ja, ich habe ihn schon aufgebaut. Wenn du mal gerade reingehst ins Bad, bitte, und mir mal zeigst, du bist im Vergleich zu deinem Mann klein, so muss man sagen, als Frau natürlich riesig, in jeglicher Hinsicht. Langt das mit Duschen eigentlich bei dir? Wir haben wunderbar. auf 80 Dusche. Du kannst gern mit reinkommen. Wir können zu zweit hier duschen. Das ist die tollste Dusche überhaupt. Ich sage immer, wenn jemand Camping gar nicht toll findet, vielleicht schickst du mal deine Frau, wer einmal hier geduscht hat mit offenem Dach, der wird Camper. So, ihr habt eine separate Trenntoilette, Ja. eine Kompost-Trenntoilette. Nein. Eine Trenntoilette. Eine Trenntoilette mit Beutel. Ja. Mit Beutel. So, dann hier oben, das ist ein schöner Ausbau, gefällt mir. Das heißt, hier kann alles nass werden, du musst keinen Vorhang oder irgendwas? Ja, wir haben einen zusätzlich für Einfachheit und den Dummel vor das Klo, dass es nicht ganz so nass wird. Ja, aber aber ich habe ansonsten. hier auch schon, muss Man ich kann auch gestehen, ohne- schon ohne geduscht. Geht auch Das ohne. fällt dem Mann dann auch nicht auf. Sag mal, das Freistehen, ihr steht ja immer frei, nehme ich an, oder? Ja. Wo sucht ihr euch die Plätze aus? Über Parkverneid viel und dann ganz oft ist so durch dem, dass wir viel bei Hofläden einkaufen und fragt mal. da fragt man halt mal und das eigentlich wird mir selten, dass man abgelehnt wird. Das sind echt tollste Menschen, die man da kennenlernen dabei. Das macht echt viel Spaß. Wenn man höflich Ja, fragt, dann genau. funktioniert es wunderbar. Vor allem, wenn man die Bei manchen Produkte ist- dort kauft, dann ist das Bei manchen ist meistens. man sogar so willkommen, dass die uns dann schreiben, kommt wieder, kommt Ja, wieder. genau. Ja. So, machen wir mal gerade ein bisschen Werbung für den Hofladen hier. Steht's drauf, wo der ist? Nee, der war jetzt nicht Nee, zufällig. der Der war auf dem Ja. Weg. Der am Weil wir Weg. wussten, wir stehen jetzt 3 Tage, dann brauchen wir da ein bisschen Vorrat. So, da ist die Kaffeemaschine, die ihr Ja. habt. Richtig. Wenn du mir die mal kurz erklärst, wie funktioniert die? Na, also ganz normale Mokka. Ach, das ist eine schöne. Ja, ist einfach nur eine schöne. Genau, ist auch eine schöne. Jetzt habe ich verstanden. Das heißt, da steigt das Wasser auf und Genau, ganz. schmeckt der gut, der Kaffee? Ja, schon. Das Kann liegt ich- am Kaffee, nicht an der Maschine, es Genau. liegt am Kaffee. Das Entscheidende ist der Kaffee, der was reinkommt. Ja, das ist das, was ich immer sage. Die Männer, die sich Bier kaufen, die wählen ja das Bier auch nach dem, was ihnen schmeckt. Ja? Aber beim Kaffee banschen die Menschen. Da kommt dann Zucker und Milch und Sahne und weiß der Kuckuck was rein. Würden sie eine gute Bohne Geld investieren drin, würden die doch nichts banschen. Geht mal bitte an diesen Sitz rein, denn ich zeige das mal gerade. Habt ihr noch einen Laptop oder so? Oder Ja. ein Handy auch noch? Ja, Okay, das heißt, ihr seid noch in der digitalen Welt, so ein bisschen. ja, die wird man wahrscheinlich nicht ausschalten können. Ne? Nachrichten guckt ihr auch mal? Nee, Nachrichten wir gucken nur gezielte YouTube-Videos, also nur gezielte Dinge, die uns interessieren. Die wichtigste Nachrichtenquelle, die Tagesschau, die schaut ihr nicht. Nee. Nee. Haben wir nicht, überhaupt Die nicht. noch? Die gibt es noch, ja. Ich habe zumindest mal geguckt, sie hatte noch 13.000 Zuschauer in einer Stunde. Ja, das soll es geben. Ist ja auch viel. Nee, aber das ist ja so, viele haben ja eine Satzschüssel drauf, ich habe keine Satzschüssel drauf. Nein. Oder so voll automatisch. Eine Klimaanlage habt ihr auch nicht? Doch, wir haben eine Klimaanlage, Eine Stauklassen. Schaukastenklimaanlage, ja. Okay. Das ist mehr so, brauchen besser als wollen. Also Ist aber auch, wenn du mal stehst irgendwo in Italien, du hast die Möglichkeit mit deinen 5000 Watt auf dem Dach, da kannst du die auch mal nachts mal ein bisschen kühlen. Also wir machen es tagsüber, wir brauchen nach Italien, das haben wir hier auch schon geschafft bei 38 Grad vor ein paar Wochen. Ja, kann man Das, tragen. dann ist es wunderbar. Nachteil ist, man muss halt in der Sonne stehen, dass man genug reinkommt. Aber funktioniert. Ist jetzt nicht die beste. Besser wäre natürlich eine Dachklimaanlage. Die ist effizienter. Aber sie ist ja vollkommen klimaneutral, überleg mal. Ja, das heißt, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also, da wird kein Kohlestrom. nein, gar nichts. Überhaupt nichts. Das ist wunderbar. Von daher, also wir produzieren unseren eigenen Strom und verbrauchen unseren eigenen Strom. Das ist sensationell, diese Lammfälle, Ja. die da sind. Selbst im Sommer habe ich gehört, kühlen die. Ja, Stimmt das? so schaut's aus, ja. Das ist sehr angenehm, ja.
ist spannend, denn die meisten denken, Lammfell, bist du bescheuert im Sommer? Nee. Überhaupt nicht, das Gegenteil ist der Fall. Das Schaf hat ja auch das Lamm drauf im Sommer. Also. Achso, das wird nicht geschoren automatisch? Nee. So, ich guck mal gerade hier vorne, habt ihr noch ein bisschen offen gelassen. Das finde ich cool, da kann ich mal reingucken. Da ist so ein Wabenstruktur, Leichtbau ist hier drin in dem Fahrzeug? Ja, das ist halt ganz normal, das GFK, so ist halt die Außenwand verbaut. Also ist die Innenwände sind so verbaut und die Außenwand ist noch einmal mit, was ist dazwischen, wie sagt man da? Ja, so ein Schaum ist. Ja, so ein Schaum dazwischen. Fällt mir PU. ein. Ja, genau. PU, was auch immer. So, ich zeige mal gerade, denn dieser Tisch hier, der ist so genial, den kannst du in 7000 Möglichkeiten, ihr habt wahrscheinlich jedes Mal ihn verstellt, ein Foto geschossen und bei 9000 Fotos habt ihr aufgegeben. Ja, genau. Genau, und dann kann Ja, er bei uns ist auch ein bisschen begrenzt, Küche mit genau. rein. Küche geht auch. Ja, genau, und dann mache ich den Tisch hier noch hoch, dann kann ich die Küche Aber da haben wir gemerkt, für die Küche brauchen wir es nicht mehr. So viel Platz, So viel Platz haben wir jetzt. So, jetzt geht ihr abends ins Bett. Wie kommt ihr rein im Moment? Einfach nur hoch. Mach mal bitte. Darf ich mal sehen? Ja, kannst du. Einmal nur mal kurz. Also, ach, da. Okay, verstanden. Ja. Das ist ja easy. Du brauchst keine Leiter, die da ist. Ihr müsst nachts auch nicht raus. Das heißt, wenn du nur einmal am Tag was esst, oder? Dann Nee, nachts müssen wir raus, vor allem ich. Wenn zu viel Gemüse esse, dann kommt es schon mal. Und deswegen schlafe ich mittlerweile auch vorne und nicht mehr hinten. Und ich muss da schon mal nachts mal raus. Also so. Denn, es hätte ja auch ein Querbeet, aber da wäre das Fahrzeug länger geworden. Ja, genau, so schaut es aus, ja. So, ist da jeder Meter zählt, oder? Ja, zählt jeder Meter auf jeden Fall. Ja, du hast ja nur so und so viel Kapazität, die du auf deinen Aufbau draufsetzen kannst. Und das waren bei uns 4,5 Meter. Und da musst du halt schauen, ne? Genau, Wieder auf das war die Vorgabe. Tolles Fahrzeug, kannst du weltweit reparieren. Ist auch ein Das Vorteil. war so, ja, uns hätte mir gern der Stuart und Stevenson gut gefallen, aber der ist halt nicht weltweit reparabel und daher haben wir gesagt, Das ist der na gut. Steyr, Ja, die daher Amerikaner, Stuart und Stevenson und das hatten wir die den Tipp Lizenz hat. erhalten, wir Genau. müssen halt doch auf deutsches Die Fahrzeug schauen halt fahren. schöner aus und sind mächtiger Wir irgendwie. sind halt Ami-Fans. Ja, genau. Und aber nee, das Auto ist Bombe, das ist wunderbar. Also total einfache Technik. Hat uns letztens wieder ein Mechaniker gemeint, selbst wenn die Elektrik nicht mehr geht, heißt noch lange nicht, dass ich nach Hause komme. Deswegen funktioniert das Auto trotzdem. Das ist das, darum geht's. Darf ich das mal zeigen? Oder ist das Geheimnis? Wenn du meinst, dass das jemand interessiert, das Ja. ist mein Challenge, das ich ja brauche. Ich brauche jeden Tag ein kleines Challenge und habe mir da ein Sportprogramm, jeden Tag meine 5 Minuten Sportprogramm stehen da drin. Und ja, notfalls Schulden oder Geld, das ich ausgebe. Du hast Übungen, die du mit deinem eigenen Körpergewicht machen kannst. Ja, definitiv, weil ich sage, Gewichte mitschleifen ist mir jetzt so anstrengend. unpraktisch. Und daher halte ich mich da von der Liegestütze bis ja, Klimmzug, wenn es sein muss. Du könntest da hinten das Reserverad abmachen und dann. Definitiv abmachen und fallen lassen, wenn es geht. Ja, ich glaube, So, was ist da drin? Was habt ihr da in den das Fächern? das sind meine unsere Schatztruhen, nenne ich die immer. Und das ist die Schmutzwäsche bei uns. Und hier ist meine Unterwäsche drin. Das ist eine ganz viel besser. Und hier sind Decken drin, die wir so brauchen. Ja, die Laptops. Ja, und da wegen der Strom, den wir so wegen, wenn man nachts dann hier für die Steckdose, wenn man hier abends mal YouTube-Videos von Television gucken will oder so. Ist ja schon oben, was da? Und oben, das sind unsere Schränke. Ah, ihr habt solche Überall Bins drin, damit du das leichter rein und rauskriegen kannst. Und Bins. Ich merke, dass ihr ein Jahr in Amerika wart. Hat das so abgeformt? Oder? naja, ich bin zweisprachig erzogen. Die Mama ist Ami und da ist meine Schwestern leben alle drüben und Mein Papa auch, Amerikaner. meine Kommunikation nach drüben ist nur auf Englisch. Und Ich bemühe mich auch immer, wenn ich deutsche Videos auf Englisch mache, möglichst so zu reden wie ein Deutscher, der kein Englisch kann. Das ist, da kriegst du viel mehr Sympathien, als wenn du so. Ja, doch echt. Ich finde die immer furchtbar, die kannst du nicht zuhören. Das sag ich schon mal. Hi, it's very nice to meet you. Ja. Süß. Da oben drüber, was ist da? Ja, da geht es weiter. Das ist jetzt mein Schrank. Es ist ja deswegen so spannend, weil ihr habt ja nichts mehr anderes als das Auto. Oder habt ihr noch eine Containerbox, wo noch ein Wir paar. haben noch einen Container, ja. Wir haben noch einen Container, wo wir dann regelmäßig hinfahren und dann vielleicht, also ich habe gedacht, kann mal die Klamotten austauschen, aber es braucht es gar nicht. Ich glaube, das, was ich alles dabei habe, habe ich glaube ich 50% davon erst angehabt. Brauche ich gar nicht. Also ich habe diese Hose hier, ich zeige es mal gerade, das sind übrigens die Schuhe, die ich immer habe, die hast du auch gleich erkannt. Ja, genau. Die trage ich jetzt seit 4 Tagen oder 5. Ich will sie gar nicht mehr ausziehen, weil die ist jetzt so richtig eingelatscht. Ja. Demnächst steht die auch von allein. Ist aber so im Sommer, da hast du hier so kurze Hosen an, oder? Die trägt man länger, ja ganz klar. Aber durch die Waschmaschine ist das auch gleich gewaschen. Es geht wunderbar. Ist richtig klasse, oder? Ja. Obwohl die so klein ist. Ja, ich finde es ja herrlich. Also Ja, es gibt gut, nichts unsere Wäsche Besseres. ist ja auch klein, ne? Da haben wir ja das Glück, unsere Wäsche Und das ist ja- nächste ökologische an der Sache ist ja, ich produziere, okay, das Wasser muss ich mir holen, logischerweise, aber ich produziere meinen Strom ja selber und ich trockne sie draußen wieder, von daher, also, was will man mehr? Also. So, du hast einen Ladebooster. Darf ich mal gucken, wenn du mal gerade das Victron anmachst, die mal an, die Batterie ist jetzt voll, oder? Ja, die ist voll. So, dann mach mal die Klima an, bitte. Dass wir mal sehen, was da so reingeht. Ach, das machst du über die Truma. Ja, das über macht- die Haupt. Ja, genau.
Das ist ja geil. So, dann nehmen wir mal ein bisschen Spannung aus der Batterie. Mal sehen, was die Solar so reinschickt jetzt. Ja. Das finde ich so geil. Du kannst hier stehen, kannst eine Staukasten, die brauchst du 700 Watt. Was braucht die? Ja, je nachdem, wie viel man so runter regelt. Die wird jetzt wahrscheinlich bei 500, die regelt ja langsam, das ist das Gute an der Sache. Die geht nicht gleich an und bringt alles zum Glühen, sondern geht langsam nach oben und braucht dann so um die 500, 600 Watt. Victron Energy, was hast du an Kapazität hier? 24 Volt Akkus? Ich habe jetzt seit 450 Watt. Auf 24 Auf 12 Volt. Auf 12 Volt, also 450 Ampere. Dann 24. Also okay, verstehe. Sind es jetzt 900 oder sind es 450? Auf 12 Volt gesehen. Das heißt, du hast 450 Amperestunden bei 24 Volt. Nein, ich habe jetzt aktuell habe ich 150 mal 4 auf 12 Volt. Ja. Und dann sind es die Hälfte bei 24. Ah, okay. Verstanden. 300 ungefähr. Ja. So, ich gucke mal gerade ganz kurz. Nee, die Leute interessiert immer so ein kleines bisschen, was ist hier so verbaut. Das heißt, du hast eine Fernbedienung für die Klimaanlage. Ja, die haben wir mal ausgepackt. Die hast du nicht ausgepackt, weil du kannst alles über das zentrale Display. Ja, oben genau. Mittlerweile gibt es ein neues, dann bin ich schon überlegen, ob ich das vielleicht nutzen tue. Aber Sag mal, es sind immer noch 100%. ja, das dauert ein wenig, bis sie hochfährt. Wir gerade mal 79 Watt können ja gerade erst mal weg. Das dauert noch ein bisschen. So, 80 Watt. Ah, ich nehme an, dass so eine Inverter-Klimaanlage, dass auf dem Campingplatz die Sicherung nicht gleich rausfliegt. Die fährt langsam hoch. Die fährt langsam hoch, ja genau. Genau. So, 80 Watt, kommt gleich. Das dauert ein bisschen, da können wir noch was anderes machen zwischendurch. Nee, gar keine Frage, ist spannend. So, das ist eure Stube. Man kann hier runterlassen eigentlich den Tisch und könnte schlafen da drauf, oder nicht? Ja, aber nee. Macht man nicht. Das ist ja nur 1,40 auf 1,40, also da musst du schon ein kleines Männchen legen oder jemand zum Reinschnecken. So, Schuhe sind hier? Schuhe sind Ja, eigentlich hier. Da. Genau. Noch die Socken reingeschmissen. Ja. Sag mal, du warst doch früher wahrscheinlich so ultra schick, Ballkleid, hast dauernd eingekauft bei Brands for Friends und so. Nee, wie sage ich immer, ich bin Dr. Martens Fan und habe da 7 Paar mindestens davon. Ja. Und, ja. Du bist unkompliziert, oder? Was Kleidung? Ich glaube, ich habe gelernt, unkompliziert zu werden. Trage mittlerweile auch viel Raven, das hätte ich mir früher nicht vorgestellt, aber ja, es hat sich so, ich glaube, da hat der Mann viel eingewirkt. Ja, ist halt praktisch. Ich glaube, dass die Pandemie so ein bisschen mitgeholfen hat. Also, dass die Leute nicht mehr so Mode und so, vielleicht kommt das ja wieder. Bestimmt. Aber es sieht alles so amerikanisch aus mittlerweile hier. Die Leute haben T-Shirts an, haben kurze Hosen und so. Es ist nicht mehr so wichtig, oder die Kleidung? Ich glaube, es ist vieles nicht mehr so wichtig geworden. Und wenn man sich jetzt nach der Pandemie so umschaut, sind ja viele etwas größer geworden und dann ist halt ein T-Shirt praktisch. Ne? Schau mich jetzt nicht an. Ich habe extra auf die andere Seite geguckt. Ich habe da... Nee. So, das heißt, ich glaube es dir, dass es funktioniert. Also mit 1,5 kW auf dem Dach. Was hast du ausgerechnet im Winter? Was bringt die dann noch? So 150, 200 Watt? Ich habe es noch gar nicht ausgerechnet. Wir probieren aus. Wir rechnen nicht vorher. Wir haben nicht mehr. Ich habe noch die Möglichkeit, ein Solarpanel, ein klappbares anzubauen. Extra noch ein MPP dazu gebaut. Aber das habe ich noch gar nicht besorgt. Also bis jetzt, das werde ich noch tun. Brauchst du nicht. Ja. Aktuell noch nicht, nee. So, AC-Loads sind drauf. Wahrscheinlich jetzt sind wir bei 441 Watt. 442 Watt. Und die Solaranlage wird noch nicht mal Nee, wird noch gar nicht aktiviert. Nee, noch gar nicht, nee. Hat immer noch 100. Ich glaub's ja. Ist okay. Ich bin vollkommen überrascht. Aber das natürlich Thema Strom ist natürlich ein wichtiges Thema. Strom wie zu Hause, du kannst alles machen, brauchst dich um nichts zu kümmern. Ne? Ach, wir haben nichts zu kümmern. Und da ich keinen Föhn brauche, kann ich schon mal Strom sparen. Ich brauche keinen Föhn. Ja, du hast aufgeräumt, deinen Kühlschrank. Denn du hast meine Videos tatsächlich gesehen, Walte deines Amtes. Ich bin mal gespannt, welches bayerische Bier, das wird ja schwierig in Australien, dann, wenn ihr unterwegs seid, ein bayerisches Bier. Zuckerfrei leben und alkoholfrei leben, so da wirst du bei uns kein Bier finden. Ne? Ja. So, es gibt kein Bier. Nö, es gibt kein Bier, bei uns gibt es Gemüse. Das ist übrigens, ich habe mal 4 Wochen ohne Bier und Alkohol gelebt. Man fühlt sich unglaublich fit danach. Also es ist ganz komisch. Also man hat viel mehr Energie und so. So, jetzt, ich muss sagen, das sieht aus wie in einem Bio-Supermarkt, dein Kühlschrank. Der ist total geil. Da sind nur gute Sachen drin. Ja, wenn man Gemüse mag, dann sind gute Sachen drin. Ich mag Gemüse. Ist auch eine Frage der Zubereitung. Also wenn du die so einfach auf den Tisch knallst, dann... Das ist der Reibekuchen, das ist rein nur als Behältnis genutzt. Da ist Quark drin, denke ich? Nee, da ist Gundermann ist drin. Da habe ich im Wald Gundermann gesammelt. Ich gehe nämlich Aber was ist Gundermann? Gundermann ist ein Kraut, das im Wald wächst. Und das ist gut für die Blutkreislauf und so. Und ich bin viel im Wald unterwegs und sammle auch gern Löwenzahn
als Salat. Und jetzt heute habe ich auch hier auf dem Platz schon Brombeeren gesammelt und die Nachtkerzen gesammelt, die dann in den Salat wandern. Also ja, ich bin immer gerne im Wald unterwegs und da habe ich halt von meinem Bauern, wo ich auch Quark ab und zu hole, die machen das in den Eimerchen, das ist immer ganz süß und die nutze ich dann so lange, bis ich zum nächsten Quark hole, nutze ich die, um meine Kräuter da drin zu sammeln. Also es gibt bei euch keinen Wein, selbst in Italien nicht, gibt es nicht? Was gibt doch keinen Essig. Gibt doch keinen Essig? Nein. Okay. Weil im Essig Zucker ist. Immer? Ja, Immer. der braucht. Was oben drin? Pizza. Nö. Nö, das sind meine Quarkreserven, das sind alles Quarkeimerchen, da ist Quark drin. Da habe ich vom Sommer noch vom Erdbeerfeld noch Erdbeeren noch drin, damit ich Erdbeereis machen kann. Lupinen vom Biolandhof Klein, die habe ich eingefroren, weil das vom Platz her einfach passt und denen ist das wurscht, die sind so oder so nicht gefroren. Ah, der macht so kalt, der hält die minus 18, ne? Der ist furchtbar kalt, ja. Wahnsinn. Der ist furchtbar kalt. Oh, ich bin so neidisch. Darf ich mal fragen, was hier drin ist in dem Behältnis? Hier ist der Rest meiner Küchenmaschine drin. Ja. Und zwar hier ist mein Kaffee, Ja. die Reiben für die Kaffee, dann meine ganzen Scheiben für den Zerkleinerer. Hier steht der Standmixer normal drin. Und dann unten habe ich noch ein Körbchen mit Gewürze. Ich habe nämlich meine 0,8 Flaschen umgewandelt in Gewürzflaschen. Da ist jetzt bei mir die Pfefferkanne drin. Und dann Chili-Kanne drin. Und dann immer so das Reservebrettchen, für wenn ich mal die ganzen Alkoven nicht aufmachen will, da man ja jeden Tag reist, verpackt man ja alles jeden Tag, und damit ich so viel schnell mal. Und dann haben wir hier Tees. Tees. Ja. Essenszeit ist wann bei euch immer? Wir fangen also in unserer Freizeittage fangen wir um 14:30 Uhr an mit einer Brühe. Und dann eine halbe Stunde später gibt es dann Essen und das beendet man dann spätestens um 18 Uhr. 18 Uhr. Der Magen ist immer schön gefüllt, oder? Ja, also man sagt immer, man soll 80% soll man bloß füllen und es kommt immer so ganz auf Lust und Laune. Du bist satt danach, wenn du hier so ja, Gemüse... ich will ja wieder 24 Stunden aushalten. Ich will ja 20 Stunden mindestens aushalten, ja klar. Ich muss das unbedingt mal ausprobieren. Das Problem ist immer das Umfeld. Du brauchst wahrscheinlich, alle Leute müssen so ein bisschen mitmachen, oder? Aus dem Haushalt am besten. Ja, wäre am besten. Also schön ist, wenn der Haushalt mitmacht, aber ich sag, man gewöhnt sich daran. Und irgendwann ist es so, wie gesagt, wir essen ja nicht mehr aus Hunger, wir essen ja nur noch aus Laune. Und wenn das jetzt 16 Uhr wird, wird es jetzt 16 Uhr und wenn es heute nimmer wird, dann wird es halt nimmer. Setzt euch mal beide hin. Ich habe ein paar Fragen an euch zum Thema, wenn man 30 Jahre lang Roboten gegangen ist. Es gibt ja so ein Lied, wo man das so sagt. Immer das Gleiche macht, im Gleichen. Wie lange braucht man denn, bis man merkt, es ist jetzt nicht mehr so? Oder habt ihr Träume, dass ihr noch aufwacht und denkt, ihr seid im Büro? Nee, also ans Büro glaube ich nicht mehr und denke ich nicht mehr. An die alte Welt schon noch. Ich meine, es ist ja doch alles neu gewohnt und eine neue Sache. Und da brauche ich brauche immer noch so, jetzt 1,5 Jahre später schon immer im Haus zu wohnen, brauche ich immer noch so. Seit 1,5 Jahren seid ihr? Ja, wir sind am 15.04. dieses Jahr hier im LKW eingezogen, haben davor während der Bauphase im Wohnwagen gewohnt und haben 2021 das Haus verkauft. Ne? Ja, 21. War doch gar nicht schlecht, oder? Da ist ja 21 zum Hausverkaufen. Perfekt. Also ja. Der Zeitpunkt war ideal dafür. Da gab es richtig Geld für, ne? Ja. Ja, das ist richtig. War es schwer, das zu verkaufen, das Haus? Nee, es war nicht schwer, weil wir eigentlich schon gesagt haben, nachdem das Kind ausgezogen ist, uns ist das Haus zu groß. Wir hätten uns gern verkleinert, wir hätten gerne wieder ein Haus bezogen. Und haben dann aber, ja, die Haus verkaufen war gut, aber Haus kaufen war ja jetzt gerade momentan nicht unbedingt. Und bauen ist ja momentan auch so eine Sache, also Rohstoffe sind ja nicht gerade günstig. Und ja, dann irgendwann kam es dann so, wir wissen ja noch gar nicht, wo wir wohnen wollen und jetzt können wir ja wohnen, wo wir wollen. Also jetzt schauen wir halt mal, wo wir letztendlich stehen bleiben wollen. Habt ihr einen Plan, irgendeinen jetzt? Nee, aktuell haben wir keinen Plan. Kein Plan? Nee. So Portugal jetzt gleich oder so? Nee, wir haben jetzt eigentlich so mehr so Süden Italien mal gedacht, weil für dieses Jahr haben wir uns überlegt, wir möchten mal einen Winter in freundlicheren Temperaturen erleben. Es muss jetzt keine 30, keine 20 Grad sein, aber es soll halt nicht unter die Null gehen. Irgendwo so Richtung Äquator dann wahrscheinlich oder so. Was wir früher in Skandinavien gelebt haben, nehmen wir halt jetzt mal die. Das war eine blöde Frage. Was ist unterhalb von Italien? Was kommt da? Nee, so Richtung Italien, halt so. Ja, unterhalb kommt Tunesien, aber da will ich noch nicht hin. Ja. Links rum dann Kroatien oder entweder Griechenland oder Sizilien ist so jetzt mal der Plan. Aber mal gucken, wer uns auf dem Weg aufhält. Ich würde ja ganz auf dem Weg so Käsefarmen mal besuchen und vielleicht möchte ich mal Käse machen und so. Vielleicht hält mich da irgendjemand auf und sagt, hey, bei mir kannst du mal die Saison Käse mitmachen und dann bleibe ich dort. Krass. Oder irgendeine Alm, die sagt, hey, ich kann Helfer brauchen über den Winter und dann bleibe ich dort und mal gucken. Schauen wir mal.
Ich überlege gerade, der Franke ohne Bier. Ich muss mal überlegen, wie ich den Titel nenne, weil der ist... Nee, ja, aber zudem, dass wir 260 Brauereien noch vor Corona hatten, mittlerweile nach Corona glaube ich nicht mehr. Aber ist mir schon, ich sage immer, wir sind die Bierstadt Deutschlands. Und Bier gehört beim Bayern, beim Franken gehört das schon dazu, aber... es gibt den Franken, dieses Rauchbier, oder? Ist Ja, das, ja, in Bamberg. Ja, aber das ist meistens für die Touristen, ja. Das ist Touristen, ja, das schickt mir jeden Touristen einfach hin. Selber war man meistens Ja, was halt nicht, auch urig ist, richtig. Ja, aber ja, wir haben schon, am Anfang haben wir es ein bisschen vermisst. Mittlerweile ist es ja mit der ganzen Umstellung so, ich muss sagen, wenn Prosecco schon riecht, kippe ich schon um. Ja. Dann habe ich schon mal Rausch. Das ist so ein Rausch, okay. Denn das ist ja für viele undenkbar, gerade jetzt aus Franken, dass sie sagen, ich verzichte auf mein Bier. Hast du früher mal Bier getrunken? Oder? Wir haben auf jeden Fall Bier getrunken. Zum Genuss halt, nach einer Wanderung oder Im nach einer Urlaub Brotzeit. eigentlich immer, ja. Aber wir sind am nächsten Morgen, zumindest ich, immer aufgestanden mit einem Kopfschmerz, obwohl gar nicht viel war. Und dann haben wir alkoholfreies getrunken, das war auch ganz gut. Aber selbst das war irgendwie nicht der Reißer. Ja, das wenn mich letzte was Mal. nicht befriedigt oder nichts bringt, dann höre ich damit auf, ganz einfach. Wasser, ist das besser? Reines Wasser? Ja, ist auf jeden Fall besser, ja. Ich bin ja immer gleich, ich verändere meine Gefühlslaunen dadurch nicht. Deswegen ist das für mich besser, ja. Ich mag nicht mit Kopfschmerzen aufzustehen oder was weiß ich. Es Also, ist wirklich so, du brauchst wenig Zeit für die Umstellung. Also der Körper gewöhnt sich da schnell dran. Ich glaube, nach einer Woche bist du schon so ungefähr, ja. ungefähr schon drauf. Ja. Ist so. Aber wie ist denn das, wenn ihr Freunde habt? Komm, trink mal ein Bier mit oder so. Gab es das schon mal? Ja, Nee. gibt's freilich, kommt ja jemand. Aber irgendwann begreift ja jeder, dass ich kein Bier trinke oder dass für uns keiner was zum Mittag mitbringen muss. Es ist mittlerweile, die machen da echt einen Wird es Bogen für wird es uns. erkannt Ja. und dann sagen, ja, da kriegst du einen Kaffee wenigstens, weil ein Kaffee, das ist bei uns dann das Ding. Ja, so, wir Also, sind so Kaffee-Freaks und selbst schlechter Kaffee, wenn es unbedingt sein muss, dann ist es halt ja, auch und für die schlechter. Gesellschaft machen wir machen auch Ausnahmen, das ist noch nicht so, also Aber nicht, nicht mit nicht bei mehr. Alkohol, aber beim Essen, wenn irgendwo Geburtstag ist, dann essen wir auch denn ihre Sachen ganz normal mit Zucker, aber wir übertreiben es halt dann nicht. Was hast du gemerkt von deinem Körper her? Was hat sich verändert seit der Zeit? Allein durch den Zucker wegzulassen, gibt es diese Up and Downs nicht mehr. Das heißt, diesen Unterzucker und Hochzucker, den habe ich nicht, überhaupt nicht. Und, Insulinausschüttung und so. genau, das ist bei mir immer gleich, wir sind immer gleich und das merkt man gewaltig. Und Du stehst halt früh auf und bist schon topfit. Du schlägst die Augen früh um 5 Uhr auf und sagst, schlafen geht nicht mehr, ich bin topfit. Ja? Du gehst abends zu deiner gewohnten Zeit ins Bett. Ich bin ja so nach der Arbeit halt, wann kommst du heim? Um 4:30 und dann fängst du noch mal ein bisschen kochen und basteln an. Ja, dann um 8, 9 wirst du hundemüde. Ja? Und wenn du dann diesen Zucker weglässt und du plötzlich bis 24 Uhr durcharbeiten kannst und früh um 5 wieder topfit und ich brauche seitdem keinen Wecker mehr. Mein Körper macht das ganz von selbst. Nach 7 Stunden steht er auf und ist topfit. Und wenn ich noch ins Büro gekommen bin, ich weiß nicht, die letzten Tage im Büro, wenn du dann deine Kollegen so siehst, die wie die Zombies durch die Abteilung laufen, die ja noch halb im Schlaf sind, und dann kommen die mit der Frage, na, nicht ausgeschlafen heute? Da denke ich mir, geht's noch oder was? Hast du schon mal in den Spiegel geschaut? Also ich kann das nur bestätigen. Ich habe 3 Wochen mal wirklich mich ganz gesund ernährt und kein Alkohol und nichts. Ich war wie neu geboren. Das ist irre. Ja. Das kann man gar nicht beschreiben. Ich sage immer, das muss man einfach erlebt haben. Das ist so ein irre Gefühl, wenn du so richtig bei deiner Sinne bist, wenn du richtig schmecken kannst, wenn du Kräuter schon riechen kannst, wenn sie da bloß in der Luft hängen, ja. Und das ist so irre. Ich sage immer wieder, ich würde es an jedem gönnen, ich würde an jedem helfen, dorthin zu kommen, um es wenigstens mal erlebt zu haben, wie geil das ist, wie wach und wie fit das und wie energetisch man das sein kann. Gibt es einen Plan jetzt eigentlich, dass ihr sagt, ihr hört irgendwann mal auf oder zumindest wenn das Geld alle ist oder so? Du meinst jetzt vom Reisen her? Ah ja, der Plan ist jetzt eigentlich nicht, das Geld aufzubrauchen und komplett zu verbrauchen. Der Plan ist eigentlich, jetzt mal der Berufung zu folgen, die Berufung zum Beruf zu machen und welche auch immer das sein mag. Ja. Ich glaube, wir sind schon eigentlich, dass wir wieder mal Jobs annehmen wollen, dass wir wieder Arbeit annehmen wollen. Offen, aber wir wollen nie mehr 30 Jahre in die gleiche Firma laufen. So. Du weißt ja, wie das ist. Es gibt so Jobs, die machen irre viel Spaß. Oder du sagst, oh, der Job macht bestimmt Spaß. Dann probierst du es halt aus. Aber nach 3 Jahren macht kein Job mehr Spaß. Und dann halt, dass du dann da wieder die Möglichkeit hast, nee, ich gehe jetzt wieder raus und suche mir den nächsten Job. Also so mein Plan wäre so Saisonjob. So ich sage so Saison, dann mal 2 Monate frei leben und dann wieder eine Saison voll durchgearbeitet und gerne komplett da zu sein für was immer das für ein Saisonjob sein mag. Und ich finde das gut, dass ihr, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Leute anfangen zu verwildern. Also wenn die keinen Arbeitsablauf mehr haben. Dann sagen, oh, ich schlafe mal bis um 10. Also ich bin heute bis um 11 gepennt, aber hatte andere Gründe. Es wurde dann auf einmal zu warm. Ich musste dann irgendwie raus. Okay. Das war so aber ich bin da nicht perfekt, muss ich sagen. Aber viele Menschen sind da nicht gut drin. Aber für euch ist das eine Lösung, sagt ihr, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Nee, ich liebe Menschen und ich möchte auch irgendwo in der Tourismusbranche irgendwo stecken bleiben. Irgendwo, da möchte ich wieder hin zwischen Hotel und Ihr könnt da, großes Thema German Angst. Du bist unterwegs, stehst frei. Hörst du da jedes Geräusch eigentlich noch in dem Auto? Ich schlafe wie ein Stein.
Stein. Stein. Ich schlafe wie ein Stein. Ich habe einen Mann, der ist leichtfühlig, der wacht da auf und dann, wenn, dann muss ich vor die Tür. Ja, wir übernachten auch nirgends, wo man das Bauchgefühl jetzt sagt, hier passt's. Gab es da eine Situation schon mal? Nee, bis jetzt mit dem Fahrzeug hier noch gar nicht. Aber wir hatten früher mal, da haben wir einfach gesagt, nee, jetzt fahren wir weiter. Aber irgendwie, einmal in Schweden hatten wir ja, es. da hat man Einmal so ein in komisches Schweden, Gefühl. Da hat man so einen offiziellen Stellplatz und dann plötzlich hat sich der Platz gefüllt mit allerhand ausländischen Fahrzeugen und Ja, viel das sind Gewusel wir. und viel Getue und dann da hast du dann ein bisschen schlecht Aber geschlafen. ansonsten, Aber auch das sind Menschen, also auch da. Ihr wart ja auch Ausländer. Ja, eben, Ja, genau. aber- Der Mensch per se ist ja nicht schlecht. Das ist ja nicht, ist er. Nee, Ne, weil ja jeder so tut, der Pole sei der Autoklauer und der macht dieses. Und ja, das ist ja nicht ist wahr. Quatsch. Ja. Jeder Mensch, den man Wie es normal ein Wald begegnet, Weißschwein genau. zu halten. Du bist ja auch nah an Polen dran, muss man sagen. Ja, das Tschechien, auf Polen. jeden Fall, ja. Auto schon mal weggekommen? Nein, überhaupt noch nicht, gar nicht. Wir waren letztes Mal in der Tschechei gestanden für eine Nacht und so. Da habe ich auch gedacht, oh um Gottes Willen, Tschechei, die klauen dir ja die Reifen weg über Nacht. Gar nichts. Totaler Quatsch, totaler Quatsch. Die waren total nett. Da hatte Genau. ich keinen Menschen, dann aber dumm angeschwätzt, gar nichts. Und dann früh hatten wir leider eine Panne, dass dann die Bremsen sich nicht gelöst haben und wir nicht wegfahren konnten und hatten 2 Stunden lang das Fahrzeug laufen in der Übung, die Bremse wieder frei zu kriegen. Und am Schluss haben wir uns alle rausgejubelt und gewunken. Ja, Und gejubelt da hast du gedacht übertrieben. gehabt, ja, also was ist denn jetzt los? Bist wie Prinzessin Di, bist du dann da so über den Platz dann so rüber. So. Der braucht ja Druckluft hier. Wenn er keine Luft hat, fährt er nicht mehr. So schaut's aus, ja, dann ist Genau. vorbei. Und was war an dem Tag kaputt? Der Kompressor, die Zuleitung hat ein Loch gehabt. Ein Loch. Ja, Hast du gefunden? ja. Ist das Stahl oder ist das Das ist Stahl, ja. Und das hat sich halt aufgerieben an einer Verschraubung und dadurch war deswegen schwierig. Dann hast du ein Wick-Schweißgerät rausgeholt. Nein, überhaupt nicht. Wir haben es halt improvisiert und haben halt dann mehr Gas gegeben, dass halt doch noch den Druck herbekommt und dann dadurch hat es dann funktioniert. Haben wir dann unser Glück gestretcht und haben gesagt, wir machen noch eine Übernachtung, anstelle in die Werkstatt zu fahren und waren dann den nächsten Tag 2 Tage an einem Platz festgelegen. Hatten aber das riesen Glück, dass 8 Kilometer weiter eine ganz tolle Werkstatt, die Landmaschinenkönig, Landmaschinenkönig. In? Fichtelsee aus Nagel, uns dann helfen konnten und der junge Mann gleich vorbeikam und trotzdem, dass wir zu der Zeit keine Stelzen dabei hatten, die Fahrerkabine nicht kippen konnten, er sich dann die Mühe gemacht hat und das Rad gekrabbelt und hat für uns repariert. Also Den Rest noch gemacht, genau. Sehr goldig. So. das war so super, ja. Also ich muss sagen, der Werkstatt bin ich echt auch dankbar. Also die sind bei mir auf der Liste für Notfälle. Sag mal, ihr wart ja jetzt in keinem Supermarkt mehr, oder? Nein, seit März 2020 Und diese kein Supermarkt. und die Tücher, wo kommen die her? Der Mittelständler. DM liefert. Ah, okay. Das heißt, ihr betretet keinen Supermarkt, ihr lasst aber liefern. Macht Nee, meine wir sagen Frau. ja nicht per se, dass wir keinen Supermarkt betreten, stimmt nicht. In der Pandemiezeit haben wir keinen betreten. Ja, aber ich kann mir vorstellen, so Hygieneartikel und so, die gibt es ja nicht am Bauernhof. Nee, Oder? das bestellst du auch über Internet, über DM. Okay. Der liefert überall hin. Überall, auf Stellplatz? Ja, sogar auf Wir nutzen meistens, Postboxen. genau, wir nutzen meistens DHL dann diese. Ja, kannst du überall hinliefern lassen. Sag mal, So, brav. wie so Dealer quasi. Ihr habt so eure Postboxen, da wird dann die Fracht abgeliefert. Ja, genau, Ja, das so ist ungefähr ist schaut es aus. Ja. Gibt es denn irgendwas, was du gerne zum Beispiel wieder hättest? Freunde? Hast du viele Freunde gehabt? Nee, ich war. Einzelgänger? Ja, das kann man schon sagen, ja. Ja. Nee. Vermissen du im Großen und Wir Ganzen. vermissen keinen großartig und den wir vermissen, haben wir jederzeit ja auch heutzutage Kontakt Genau. über Videocalls, machen wir Kontakt viel. Genau. Und Du bist ja schon eine starke Frau. Mit dir muss man ja schon, das ist ja wie so ein Zuchtpferd, was man reiten können muss, oder? naja, also das ich geht würde schon. es jetzt nicht so beschreiben, vielleicht macht es jeder Dritte oder vielleicht wirkt es so, aber ich habe schon so jede Woche einmal einen Breakdown. Aber du bist ja nicht, ich sag mal, du hast ja schon einen Kopf. Du weißt genau, was du willst und was du nicht willst, oder? Ich weiß, was ich nicht will, ja, und was ich so genau will, das weiß ich auch ungefähr, aber ich habe halt auch eine Bremse dabei. Okay, verstehe. Das heißt, ihr müsst schon gut zueinander passen. Also wenn das nicht zu 100% gepasst hätte, wäre ihr jetzt nicht 30 Jahre und hätte ein Kind und alles. So schaut's aus, ja, genau. Das ist schon noch eine Probe, so ist es nicht. Also. Also immer noch Probezeit. Oder? Ja, in der Probezeit nicht, weil man muss sich wieder finden, halt denkst du wieder dazu. neu, ja, Das dann- ist ja ganz was anderes, das kann man nicht vergleichen. Ja. Wenn man das jahrelang gemacht hat, schön zu Hause, sein 9-to-5-Job und dann das ist Haus bauen und kaufen, Urlaub. Ihr seid wann angezogen jetzt hier ins? Am 14. April dieses Jahr 14. sind wir April. hier eingezogen und es ist definitiv so, wie er schon sagt, die Ehe ist auf einer neuen Probe, man muss sich wieder neu finden und so dieses, ja, du wolltest das und ich will das gar nicht und ich mag das nicht und wir haben eine ganz tolle Tochter, die sich immer ganz viel darum kümmert, dass unsere Ehe reibungslos läuft und dann kam ich zur Tochter und habe gesagt, du, ich kann nicht mehr, ich muss da aussteigen und dann sagt die, nein Mama, Papa sagt, das geht alles in Ordnung, ihr kriegt das hin. Ihr streitet euch ja nie, oder?
Doch, das kommt auch vor, verbal. Das aber dauert halt einmal so 5 Minuten, dann darf das- jeder mal schreien und dann geht's wieder. Ist das die schalldicht eigentlich hier drin? Nee, Nein, überhaupt leider nicht. nein. Deswegen stehen wir mal weit weg vom Genau, Public. wenn dann irgendwie geht das ganz schon. weit- Gesehen, ich stehe in der letzten Ecke, damit ihr auch schön schreien könnt. Oder? Ja, das nicht. Also hier, wenn wir nicht streiten, das machen wir dann woanders. Also meine Frau sagt immer, Pack, schlägt sich, Pack, Genau, so Pack schaut's verträgt sich, ist so. Aber es gibt ja viele, die sagen auch, hey, wir streiten uns gar nicht. Wir haben da so einen, also ich habe letztes Mal den Dennis, Dennis Katzer. Dennis, der Weltenbummler, der mit seiner Frau und dem Hund, habt ihr die Videos mal gesehen? Namen merken bin ich nicht schlecht. Und der sagt, er streitet sich nie mit seiner Frau. Die Der ist ist ja irgendwie- dabei, oder? Doch, die ist dabei. So. Gut, egal. Ihr, ja, aber es passiert schon mal. Ja, wie sagt letztens meine Freundin zu mir, ja, ihr habt überhaupt keinen Raum, euch mal getrennt hinzusetzen. Ist der eine mal da und der andere. Ich lebe ja keine Ehe, um getrennt zu leben. Also warum soll ich einen Raum brauchen, wo ich mich alleine hinsetzen muss? Das ist ja Quatsch. Darf ich da mal reingucken in deinen Kleiderschrank? Ja. Ja, das war jetzt wirklich ja. Das ist nämlich Mammut. Ihr habt einen Werbevertrag mit Mammut? Oder? Nein, eigentlich Ja, nicht. den wünschen wir uns noch, aber da Mammut jetzt mittlerweile ja auch in China und sonst so produziert, haben wir gesagt gehabt, naja, Mammut, ich hätte lieber den sind nur Werbevertrag altbisch- mit Kenwood, das wäre lieber mein Ding. So Also Kenwood, liebe der Herr Firma, Hafer, wenn er Zeit für liebe Firma Kenwood, das hier ist eine Cooking Das ist Chef die Major. Die gibt es schon neu mittlerweile? Gibt es mittlerweile schon ganz neu, ja, die gibt es schon mit Computer sogar schon dazu. Internetanschluss, Also das ist jetzt noch die alte Version, aber ich liebe die über alles und ich habe auch schon den Gag gemacht, dass ich bei eBay Kleinanzeigen, ganz viele verkaufen die über eBay Kleinanzeigen, dass ich die Leute anrufe und sage, hey, ich bring dir bei, wie man mit dem Ding umgeht, weil du wirst die nie mehr wissen wollen, wenn du mal weißt, wie sie geht. Wenn du Schlagrahmen und alles machen kannst. Ah, das ist so geil. So, dann komm mal raus, komm, wir machen Abmoderation. Ich weiß viel, Länder eher Süden im Moment, weil in Skandinavien wart ihr schon, richtig? Ja. So demnächst. Und dann gibt's, sie jumpt hier runter. Hast du gesehen, wie sportlich die sind? Das wird mir mit dem Gimbal jetzt nicht passieren. Du hältst mal auch nicht gegen, dann gehe ich mal hier rum. Das ist, mein Telefon ruft mich schon, das kann aber nichts Schlimmes sein. Das ist so das Setup morgens. Ja, tagsüber 3-mal Kaffee am Tag, ja, Frühmittag und abends. Auf jeden Fall, ja. Der ist auch schwarz. Schön aus Holz. Ich muss den gleich mal probieren, euren Kaffee. Ihr habt mich so scharf drauf gemacht, ja, und ich habe auch noch keinen gehabt. Da vorne habt ihr so eine kleine Boombox mit dabei, auch die langt, das Tischchen langt auch. Das ist alles aus der Praxis hier, oder? Was ihr habt. Ja. Auf jeden Fall. Das ist so der Zwischendurchtisch, ansonsten haben wir noch einen größeren. Ja, funktioniert. Das Abendessen, da wäre, wie gesagt, 4 Wenn wir da servieren. wild campen, sind wir solche Leute, die versuchen natürlich, das nicht auffällig zu machen, schon alles schön im Kleinen. Und wenn es ganz sein muss, bleiben wir auch drin und gehen gerade raus. Camperland habe ich ein Video jetzt gemacht, kommt jetzt demnächst. Die haben so ein Portal, 1400 Freistellplätze mit Genehmigung. Okay. Zwischen 10 und 20 Euro die Nacht. Gibt es in Deutschland. Okay. Ja, wir versuchen wild zu campen. Das ist dann, der kostet noch weniger. Kostet auch weniger. Okay. Ja, wir müssen ja sparen, wir leben ja vom Ersparen. Also wir müssen ja Nee, ist ja klar, wenn du das jeden Tag machst, sind auch 600 Euro. Wir müssen die ja so wechseln. lange noch aushalten, bis das irgendeiner sagt, hey, ich kann euch mal brauchen für eine Saison, ja? Ihr könnt bei mir mal für eine Saison Geld verdienen. So lange müssen Komm, wir machen noch ein bisschen Werbung für Brainbox. Jawohl. Die haben das gut gemacht mit euch? Ja, Brainbox haben das gut gemacht. Also wir können ja Brainbox echt empfehlen und ja, mit denen kommunizieren wir ja momentan noch. Also Uwe arbeitet dort ja noch einen Tag in der Woche und gibt dort Achso, noch. ihr wohnt noch rund um Brainbox im Moment. Ja, genau. Wir sind so, wie gesagt, dieses Weltenbummler auf Probe, sage ich ja immer. Und immer wieder geht es einmal die Woche wieder zurück in die Werkstatt, um dann vielleicht noch kleine Reparaturen. Und wir haben dann auch die Möglichkeit, das ist das Schöne als Angestellter dort, die Möglichkeit, nebenbei noch am LKW noch mitzuarbeiten. Und hier Paint Shop Boys, was machen die? Auch die Paint Shop Boys können wir total empfehlen. Das sind die, die die Box und den LKW gepinselt haben, also lackiert haben. Also die sind echt cool drauf, die Jungs. Achso, der war nicht immer so. Nee, der rot. war ja rot, das ist ja eine Feuerwehr. Also, die Box war weiß, logischerweise. Ja, aber die Jungs haben echt Feuerwehr einen war geilen natürlich Job rot. gemacht. Also, die haben Aber echt einen super Job. innen haben sie auch lackiert. Ja, eben, also ein Top-Job, also da kann man nichts sagen. Also die Jungs kann man nur empfehlen. Die haben den komplett links gemacht und dann Genau, und der ist jetzt wie neu quasi. sozusagen, ja. Ist Also er, ist er, außer innen ist er laut? Ja, er ist schon laut. So. Gut, es gibt ja so Kopfhörer. Das ist ein Golf. Deswegen haben wir die kleine Box mittlerweile. Und die Reifen sind halt die Stollen, die tun halt auch noch je Übriges. Ne? Aber Also das, unterhalten können wir uns jeder. ja, auf jeden Fall, das funktioniert. Was ist das für ein Hebel hier, der da? Und wenn ich dem Aufkippen dann, Also kannst du aufmachen. ja, Okay. zum Zumachen im Prinzip dann wieder. Verstehe. So, und das hier ist die Beschreibung, Wartungsplan, ja. Wartungsplan. Wann was geschmiert werden soll und wo. Und du schmierst schön, Ja, oder? auf jeden Fall. Also ist ja historisch. Gut. So, Abmoderation. Die zwei, die nächsten 100 Jahre noch auf Reisen sein werden. Wir sind auf der
Southside, Adventure Southside in Friedrichshafen. Heute ist der 28. Juli 2022. Ein Zeitdokument. Zumindest haben sie eine Baus, muss man sagen, die beiden. Du weißt, was eine Baus heißt auf Saarländisch? Sie haben einen Knall. Ich habe das vorhin, hat mich eine hier besucht, und da sagte ich wollte unbedingt sehen, ob es noch mehr Leute gibt, die so einen Knall haben wie wir. Und da sagt sie, wir haben keinen Knall, wir sind gut drauf. Nee, es heißt wirklich Baus, also du hast einen Baus, sag mal auf Trierisch, du hast einen Knall. Ist so. Sagt man, das ist ein Schaden. Du hast einen Schaden, ja. Aber das ist witzig, das Kennzeichen. Wir hatten mal Trut in Trier, T-R-U-T. Und das heißt, und da hat sich jeder, und wir hatten, ich glaube, 20 Firmenfahrzeuge, die hatten alle T-R-U-T. Okay. Ute, also von. Und dann haben wir erfahren, dass die Holländer sich immer totgeladen. Die haben Fotos gemacht davon. Du weißt, was T-R-U-T heißt? Nee. Ure auf Holländisch. Okay. Und das haben wir aber nicht gewusst. Und Ja, ich war durch Holland gefahren, alle haben sich totgelacht. Und es war auf jeden Fall witzig. Ich wünsche euch viel Erfolg aus Bamberg, den weiten Weg nach Friedrichshafen. Tschüss. Dankeschön, ciao.